Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil der Riga Seitenschwellermontage. Ich hatte die Schweller jetzt beim Lackierer, ich hatte sie ja schon mal probemontiert, war nicht so ganz zufrieden, habe mir da noch mal ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen nachzubearbeiten und jetzt geht es an die Endmontage. Das erste, was wir hier also machen, ist die Einstiegsleiste nach oben abklipsen. Die ist unten mit so kleinen Plastikklipsen an dem Schweller befestigt. Das heißt, hier vorsichtig rausziehen mit den Fingern, immer mal wieder nachfassen und spüren, wo die Klipse stecken und dann kommt die so rausgepoppt. Man sieht das jetzt hier. Und darunter verstecken sich dann weitere Plastikspreizniten, die wir jetzt auch noch lösen müssen. Das sind hier diese Plastikspreizniten, die müssen wir lösen. Dafür nehmen wir dann ein spezielles kleines Tool zur Hilfe, mit dem wir das machen können. Das sehen wir jetzt hier. Das ist so ein kleiner Clip-Entferner, den ziehen wir da drunter. Dann kommt der Stift raus und danach kann man dann diese Spreiznite entfernen. Das muss man oben machen. Unten ist es so, da sind auch Plastikspreizer verbaut. Das sehen wir dann auch noch gleich. Die werden aber dann geschraubt und einfach nur rausgezogen. Das heißt, also hier oben gibt es diese Lösung mit dem Stift, um dem Plastikspreizer eben zu weiten. Unten ist es wie gesagt einfach nur eigentlich reingesteckt. Jetzt geht es eben darum, die Niete selbst noch rauszuholen. Hier an der Seite, am besten am Schwellerteil ein bisschen drunter fassen. Da kommt man leichter hin, um die anzulösen. Das seht ihr jetzt hier. Und dann die Niete komplett zu entnehmen oder diesen Spreizer. Das muss man jetzt hier für alle machen. Danach ist sozusagen die obere Seite gelöst. Und jetzt, wo die obere Seite gelöst ist, können wir nach unten gehen. Hier unten sehen wir eben, ist der Schweller mit diesen geschraubten Stiften. Das sind keine wirklichen Schrauben, eigentlich sind es nur Löcher und diese Stifte sind da reingesteckt. Dieser Schraubansatz soll halt helfen, dass man sie leichter lösen kann, aber wie man hier schon sieht, ich hatte die noch nie gelöst und trotzdem gehen sie nicht so gut raus. Also hier wie gesagt entweder schrauben oder auch mit so einem Clip-Entferner eben drunter gehen und dann rausziehen. Das muss man hier, ich weiß nicht wie viele das jetzt waren, 8 oder 9, vielleicht auch noch ein, zwei mehr, ich kann es nicht mehr genau sagen. Die müssen auf jeden Fall alle entfernt werden, damit ihr dann den Schweller komplett abnehmen könnt. Hier sieht man jetzt eine weitere, also die sind über den gesamten Unterboden verteilt. Ich zeige jetzt hier mal exemplarisch ein paar. Die muss man alle lösen. Der Unterboden ist ja voll verkleidet. Und wenn man die alle gelöst hat, dann kann man den Schweller, der ist auch nochmal geklipst. Das ist halt das, was mir überhaupt nicht gefallen hat an dem Riga-Schweller, dass man sich da nicht die Mühe gemacht hat oder nicht mit der Sorgfalt gearbeitet hat, das Originalherstellersystem zu übernehmen, sprich also an der Schweller-Innenseite eine entsprechende Leiste zu befestigen, dass man den Riga-Schweller auch einfach in die Originalhalterung einklipsen kann. Das geht leider nicht. Der Originale, wie gesagt, ist jetzt hier geklipst, deswegen ist der auch noch so fest am Fahrzeug. Da muss man jetzt vorsichtig sozusagen das anlösen. Das sieht ein bisschen rabiat aus, aber wie gesagt, das ist halt einfach eine Plastikleiste, die hier in so Plastiknasen geklipst wird, die sich am Auto befinden. Das sieht dann gleich, da kommt so eine Befestigungsleiste zum Schein. Und an dieser Befestigungsleiste ist, wie gesagt, der Schweller aufgehangen bzw. eingeklipst. Hier muss man halt, wie gesagt, vorsichtig sein, versuchen da irgendwie zwischen die Hohlräume zu kommen, an die Stellen, wo es besonders fest sitzt und das zu lösen, dass man das eben nicht kaputt macht. Aber mit ein bisschen Vorsicht geht das. Einfach vorsichtig Stück für Stück vorarbeiten. Man spürt das ja auch immer, wo der Widerstand sehr groß ist. Da ist sozusagen ein Punkt, wo das eingeklipst ist und dort muss man dann eben entsprechend das Ganze lösen. Wie gesagt, also wirklich empfehlen kann ich die Seitenschweller von Riga nicht. Ich finde einfach, die Verarbeitungsqualität ist zu schlecht. Ich bin, wie gesagt, auch sehr enttäuscht. Für einen deutschen Tuning-Hersteller, da habe ich mir einfach mehr erhofft. Also wer mit dem Look seiner Originalschweller zufrieden ist, wie gesagt, ich hatte sie dann gekauft, deswegen habe ich sie jetzt auch montiert. Aber eigentlich ist es besser, die Originalschweller am Fahrzeug zu belassen. Man kann sie jederzeit wieder wechseln. Das geht dann nachher bei den Riga-Schwellern nicht, die müssen verklebt werden, damit sie wirklich halten. Deswegen, also, wenn euch der Look nicht ganz zuwider ist, dann bleibt bei den Originalschwellern. Hier sieht man jetzt diese Befestigungsleiste am Fahrzeug selbst.
Und wie gesagt, hier gibt es eben diesen kleinen Schlitz, in den man dann nachher den Schweller einklipsen kann. Das ist ein tolles System, wie gesagt, da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das der Tuning-Hersteller Rieger übernommen hätte. Hat er leider nicht. Man sieht das hier, ist eigentlich keine große Sache. Ja, man muss jetzt hier keine super Ingenieurskunst anwenden, um diese kleine Leiste nachzubauen. Ja, die Mühe hat man sich nicht gemacht. Sehr, sehr schade an der Stelle. Also wie gesagt, kann ich die Schweller von Rieger leider nicht empfehlen. Hier montiere ich jetzt die neuen Schweller, also so gut es geht. Die Passgenauigkeit war sehr gut. Wie gesagt, die Montagepunkte konnten leider vom Original nicht weiterverwendet werden. Hier musste eben noch geklebt und mit Popnieten gearbeitet werden. Des Weiteren sieht man jetzt hier auch, beim Originalteil war es so, dass die Befestigungsnasen unterhalb des Unterbodens waren. Hier ist es so, weil der Schweller tiefer sitzt, kommen sie über den Unterboden. Hier sieht man jetzt, hier habe ich entsprechend der Anleitung von Rieger ja, Karosseriekleber an verschiedenen Stellen aufgebracht, sodass später, wenn ich jetzt den Schweller montiere, der ist ja dann nur noch gehalten über die Spreizstifte oben an der Einstiegsleiste und über die Stecknieten unten, dass er eben noch zusätzlich stabilisiert ist. Hier sieht man jetzt die Endmontage des Schwellers. Wie gesagt, Passform ist sehr gut. Montagepunkte, wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass man da die Originalen nimmt. So musste ich eben kleben und man sieht es auch vorne in der Rathaus-Innenseite eine Popniete anbringen, genauso wie hinten im Rathaus auch eine Popniete angebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut noch ein bisschen in meinem Kanal. Es gibt noch weitere Videos zum F32. Bis dahin und ciao!